In dem Video möchte ich euch unbedingt einen Spleiß an der Hand eines Three-Strand-Ropes zeigen, klassisches Belegtau im herkömmlichen Sinn oder auch Klassik-Tauwerk, wie man es wirklich aus der vergangenen Zeit kennt, oft auch in Handfarben. Diese Seile eignen sich irrsinnig leicht und gut zum Selbstspleißen, ist für jeden Einsteiger geeignet. Man braucht auch nicht viel Werkzeug. Wie gesagt, der Heißschneider ist optional. Ich finde, dass er aber trotzdem sehr gut ist. In Wirklichkeit würde man alleine mit dem Fit und einem Messer auskommen. So, die Länge nach hinten raus, sage ich, ist jetzt nicht so tragisch, aber wir werden bei ungefähr einem 12 mm Seil werden wir mit 20 cm ganz leicht auskommen. Was ich hier mache, ist, dass ich einfach Dixo-Schlaufen mache, weil ich sie zwar persönlich nicht brauche, aber für den Einsteiger es ganz gut ist, dass sich das Seil nicht gänzlich auflöst, während er versucht, mit beiden Händen das in den Griff zu kriegen. Wenn man ein paar Seile gemacht hat, braucht man weder einen Dixo noch irgendwas dafür. Wie gesagt, dann messe ich mir ab, wie groß ich meine Schlaufe haben will. Also wenn ich jetzt sage, ich brauche da Belegtau für ein Ruderboot, werde ich wahrscheinlich mit einer 20 cm Schlaufe leicht auskommen und lege mir einen zweiten Dixo-Streifen, damit ich weiß, wo das ist. Ich könnte es mir auch farblich markieren. In dem Fall ist es aber für einen Einsteiger mit dem Klebeband ein bisschen einfacher. So, dann gehe ich her und löse mir die 3 Stränge im hinteren Bereich auseinander. Das kann man entweder auseinanderbrechen oder man nimmt da den Heißschneider. Wichtig ist, dass man hier ja nicht die Verschweißungen an den Enden aufmacht, weil sonst zerfallen die Seile in die einzelnen Fasern. Löse den Teil auf und habe meine 3 einzelnen Stränge, mit denen ich in die anderen 3 Stränge hineingehen muss. Das Wichtige ist, dass ich diese Stränge im Uhrzeigersinn einmal rundherum auf einer Ebene hineinbringe. Deshalb ist dieses Dixo-Band hier ganz gut zu sehen. Bin ich auf dieser Ebene, 1, 2, 3, oder habe ich schon eine übersprungen und bin drunter? Gut, wir gehen her und dafür nehme ich den Fit ganz gerne, weil damit lassen sich die einzelnen Stränge sehr schön einfädeln. So, nehme den nächsten Strang und gehe in das nächste hinein. Und gehe mit dem dritten Strang in die dritte Öffnung hinein. So. Lege mir das einmal flach her, ziehe an allen 3 Strängen einmal ordentlich an, damit sich das schön richtet. Kann auch schon meine Behelfsdixos wegnehmen, die vielleicht hindern, dass sich die Seile gut oder die Stränge gut ineinander fügen. Auch hierfür eignet sich der Fit sehr gut. So. Und gehe jetzt, wenn ich das so zeige, sieht man, dass ich rundherum auf einer Ebene bin. Und gehe jetzt über das nächste drüber und unter dem unternächsten durch.
springe über das eine drüber und gehe unter dem nächsten unten durch. Und das mit 1, 2, 3. Ziehe an allen 3 Enden einmal kurz an. Wenn ich noch nicht besonders geübt bin, schaue ich wieder, passen alle 3 von der Ebene? Ja, dann kann ich mit der nächsten Runde anfangen. So, jetzt habe ich 3 Ebenen und nun fange ich mit mit dem Verlauf oder der Verjüngung an, indem ich bei diesem Gang nur noch 2 und beim nächsten nur noch eine der 3 Enden verwende. Eins. 2. Und jetzt nur noch 1. So, und fertig ist mein Augspleiß. Nun habe ich mehrere Möglichkeiten, die Enden zu verarbeiten. In der Berufsschifffahrt lässt man oft 1-2 Zentimeter herausstehen und schweißt sie dann ab, weil man dann sieht, ob der Spleiß geht oder nicht. Ich sage, viele wollen das auch relativ glatt abgeschnitten haben. Das Wichtige ist in dem Fall, dass ich den Heißschneider verwende und nachdem das Polyesterseile sind, kann ich auch die Enden hier schön verschweißen und habe einen schönen Verlauf und einen ordentlichen Spleiß.